Hallo und willkommen zurück zu 911 Scales. Heute sind wir wieder im Porsche Zentrum Mannheim und heute machen wir was richtig Cooles. Heute fahren wir Taycan Turbo. Oh nein! Ihr seid hinter mir hergefahren, das sieht im Rückspiegel so Hammer aus. Das ist so krass. Wenn hier so ein Weißer hinterher fährt, das ist krass. Das ist wunderbar. Das ist so krass. And to all your international viewers out there, no worries, this video is in German, but I also included English subtitles. So, dann lasst uns mal reingehen und dann gucken wir uns das nette Gefährt mal an. Es wird auf alle Fälle ein spaßiger Tag und hoffentlich auch ein spaßiges Video für euch. Hallo. Vielen Dank, dass wir heute bei dir sein dürfen und hier das nette Gefährt, den Taycan Turbo, ausprobieren dürfen. Was ganz neu beim Taycan ist, sind die eingelassenen Türgriffe. Das sind dieselben wie aus dem 992, richtig? Genau. Das heißt, wenn ich das Fahrzeug aufschließe, klappen die einmal nach oben. Turbo-Schriftzug haben wir in Silber. Welche Farbe ist das hier? Carrera Weiß. Alles klar, das ist Metallic, richtig? Genau, das ist ein Metallic-Lack. Kommen wir kurz einfach mal zur Ladeklappe. Die lässt sich hier ganz einfach elektronisch öffnen. Wir haben zwei Anschlüsse auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Und hier haben wir noch eine extra Klappe, das ist für den besonders schnellen, ne? Genau. Über was für Geschwindigkeiten reden wir beim Taycan? Er hat jetzt das neue 800 Volt System, das ist vielleicht der revolutionäre neue Startpunkt damit. Also ich sag mal, wenn wir mit Starkstrom laden, können wir das Fahrzeug um die 25 Minuten rum komplett vollladen. Ja. Wir haben hier die Porsche Taycan typischen Mission E-Räder, 21 Zoll sind das. Die Mission E-Räder sind die gibt es auch mit dem Weiß drin. Da kann man hier, diese Blades kann man irgendwie in der Wagenfarbe oder auch in einer anderen Farbe haben, richtig? Genau, also wir können die Räder im Prinzip in verschiedenen Farben lackieren. Die gibt es in Schwarz-Hochglanz, dann gibt es die Innenkanten, die gibt es auch in einer anderen Farbe. Das kann man sich genau so zusammenstellen, wie man es gerne hätte. Und wir haben riesengroße Bremsscheiben da vorne, weil das Fahrzeug hat eine ziemlich hohe Leistung, 625 PS. Wir haben hier die LED-Matrix-Scheinwerfer, machen natürlich ein super helles Licht. Von der Funktion her regeln die natürlich auch automatisch die Blenden auf und ab. Ja? Und sie lenken in Kurven mit. Kofferraumklappe haben wir vorne und hinten im Fahrzeug. Wir haben hier im Prinzip wie beim 992 einen kleinen Kofferraum, das können wir auch noch jetzt zeigen. Genau. Lässt sich auch über die Fernbedienung öffnen, über den Innenraum oder dann so. Das ist der Kofferraum vorne. Genau, dann würde ich sagen, setzen wir uns einfach mal in den Taycan rein und gehen dann nochmal in das Interieur. Schon ein cooles Fahrzeug, dieses Teil. Ich bin sehr gespannt, wie es sich dann tatsächlich auch fährt. So. Den Schlüssel können wir im Taycan im Prinzip hier in die Mittelkonsole ablegen. Wir brauchen den Schlüssel selbst gar nicht mehr zum Starten. Wir haben hier jetzt beim Taycan ganz neu einfach nur noch so einen Startknopf. Sobald ich in das Fahrzeug einsteige, ist es im Prinzip schon direkt fahrbereit. Das heißt, ich brauche den Startknopf eigentlich gar nicht benutzen. Genau, also theoretisch könnten wir jetzt hier einfach den Gang einlegen und dann können wir schon losfahren. Das war schon, jetzt ist schon an. Was ganz neu ist, ist hier im Taycan dieses Curved Display. Das sind 16,8 Zoll. Wir können hier zum Beispiel auch in der Mitte die Karte auswählen. Das heißt, wir haben hier nochmal das Navigationssystem. Ah ja, sehr cool. Also es ist komplett einstellbar, genau, so wie man es möchte. Oder dann die komplett erweiterte Karte über das ganze Display. Ansonsten hier auch ganz neu, was nur im Taycan Serie ist im Prinzip schon, ist auch nochmal ein Display mit mit Gestensteuerung im Prinzip. Wir können hier zum Beispiel die Klimaautomatik, die Temperatur regeln. Dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, wir machen die Sitzheizung an, die Sitzbelüftung. Und unter anderem sehen wir dann auch hier, dass das Fahrzeug fast vollgeladen ist mit 99%. Dann haben wir hier oben, wie in jedem Porsche auch,
im Prinzip das ganze Entertainment-System. Erweitert gibt es hier für den Beifahrer auch noch ein Beifahrerdisplay. Haben wir jetzt hier nicht. Haben wir jetzt hier nicht in dem Beispiel. Wir haben hier einmal unser Home-Menü, können dieses Menü sogar für den Fahrer selbst nochmal entsprechend konfigurieren. Wir haben hier erweitert ein Autosymbol oder besser gesagt ein Taycan-Symbol. Der hat die Schwimmfelgen hier, Leute. Genau. So muss man das konfigurieren. Fahrmodus, Fahrwerk, ganz simpel hier einstellbar. Auch das Fahrwerksniveau. Was Neues im Taycan ist die Rekuperation. Die können wir hier entweder auf Ausstehen lassen, schalten sie ein oder gehen auf Auto. Hat natürlich den Vorteil, wenn ich das Fahrzeug rollen lasse oder ich bremse, dass die Energie einfach wieder in die Batterie zurückgeführt wird. Analog hierzu haben wir natürlich auch für den Fahrer allein hier am Curve-Display nochmal die Möglichkeit, den Fahrmodi einzustellen. Das heißt, das ist dieses Knöpfchen hier, dieser Sport Response Button. Der Modus, wenn wir das Fahrzeug starten, ist immer in Normal. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, wir gehen einmal auf Range. Das heißt, wir fahren maximal mit dem Taycan 110 km/h. Wir gehen in den Modus Sport oder auch Sport Plus. Da ist unter anderem auch diese Launch Control möglich. Alter. Und in dem Modus Sport Plus macht er auch gleich, sehen wir hier unten, diesen Electric Sport Sound ein. Der ist dann gleich schon aktiv. Wir haben hier noch eine Taste, die ist für die Rekuperation gedacht. Das heißt, ich kann hier sagen Rekuperation ein. Wenn ich sie kurz gedrückt halte, macht der Rekuperation Auto. Wenn ich sie dann nochmal gedrückt halte, geht er zurück in die Rekuperation. Also da ist sie an. Und wenn ich das Ganze dann nochmal einmal bestätige, dann ist sie auch wieder aus. Dann haben wir hier ein sehr schönes Interieur verbaut. Ich bin ja generell ein Fan von Zweitönen, nicht einmal schwarz auf schwarz. Genau. Hier haben wir diesen Beige-Ton. Das ist Clubleder Oleo und ein sehr hochwertiges Leder, ist auch sehr weich, wenn man es anfasst. Und in Verbindung mit diesem Akzentpaket, mit diese Leisten hier in diesem Gold-Silber, harmoniert hier natürlich super schön. Ich muss schon sagen, das Interieur vom Taycan, das macht schon wirklich was her. Das komplette Fit and Finish, das hat wirklich was und auch allein die Haptik ist wunderbar. Gut, dann haben wir noch ein Thema. Hinten im Kofferraum haben wir noch die ganzen Ladekabel. Genau, die schauen wir uns jetzt noch kurz an. Und dann geht schon fast los. Machen nochmal die Kofferraumklappe auf. So. Sieht vielleicht kompliziert aus, ist es aber gar nicht. Ist eine Menge Kabellage, braucht man wahrscheinlich nicht alles immer die ganze Zeit. Ist aber eigentlich sehr übersichtlich. Also wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal die Möglichkeit, über die normale Haushaltssteckdose zu laden oder eben über eine Schnellladestation. So. Genau, hier haben wir den Anschluss für den Taycan. Das ist dann das Verbindungsstück für die Haushaltssteckdose. Und hier haben wir den Mobile Charger Connect. Das heißt, wenn wir das Fahrzeug mit der Steckdose entsprechend verbunden haben, dann schalten wir den hier ein. Dann gibt man einen 4-stelligen Code ein. Den denkt man sich natürlich vorher aus. Ich habe schon ein bisschen Hausaufgaben gemacht. Das Ding kann man auch komplett mit WLAN verbinden und allem drum und dran. Ja. Das ist im Prinzip das Gehirn. Das steuert im Prinzip, egal welche Steckdose ich benutze, steuert das den optimalen Ladefluss. Und dann vielleicht auch noch ganz interessant für Leute, im normalen Hausgebrauch haben wir noch eine Starkstrom-Steckdose, sehe ich hier. Genau. Ist ja eh meistens bei den Leuten in der Garage. Das ist dann das zweite Kabel, die zweite Möglichkeit. Und hier haben wir dann auch die Möglichkeit, wirklich schnell zu laden. Ja, und die schnellste Variante, die findet man dann bei Ionity oder anderen Möglichkeiten. Das ist dann die mit bis zu 300 Kilowatt, habe ich sogar schon gesehen, gibt es in Schwetzing zum Beispiel. Werden wir vielleicht auch ausprobieren. Dann würde ich sagen, verkabel ich jetzt mal das Auto. Wir machen hier mal die Klappe dicht. Und dann werde ich jetzt mal den Schlüssel an mich nehmen. Und dann drehen wir mal eine kleine Runde. Ihr habt ganz lieben Dank. Und dann wollen wir mal gucken, ob das Ding wirklich so viel Spaß macht, wie es alle behaupten. Und ob es auch wirklich die Revolution ist, wie man sich das auch erhofft. Also, dann wollen wir mal losfahren hier. Ich kann es ja kaum noch erwarten. Endlich mal Taycan fahren, Leute. Ist das geil. Endlich mal Taycan.
Es ist natürlich irre leise, dieses Auto. Meine Güte. Die ersten Meter fühlen sich genauso an wie jedes andere Auto. Nichts Besonderes. Besonders wer schon mal Hybrid Panamera oder Cayenne gefahren ist, für den ist das hier nichts Neues. Sollen wir mal diesen Sound anmachen, oder? Oh, ist das geil. Uiuiui, das ist ja viel geiler, als ich gedacht hätte. Dieser Klang, meine Güte. Und das, was mir gleich ganz und gar nicht gefällt, ist die Klimaeinstellung hier über dieses Touchfeld. Das ist, glaube ich, sehr gewöhnungsbedürftig. Ich bin da eher so der Typ, der lieber Knöpfe mag. Was natürlich beim Taycan sehr cool ist, man braucht die Bremsen im Prinzip nie. Man bremst zwar, also das hatte sie ja vorhin erklärt mit dem Knöpfchen hier für die Regeneration, aber so, mal gucken hier. Wow! Und das war so viel Gaspedal, Leute. Stark. So, mal hier gucken. 120. Stark. Wir sind im Range-Modus, das heißt, wir fahren nicht mehr als... Ich war gerade im Range-Modus, das heißt, ich bin natürlich maximal 110 gefahren, habe mich erst kurz gefragt, warum nicht mehr. Gehe in den normalen Modus und buff, innerhalb von einer Millisekunde stehen da 120 auf der Nadel. Auf dem schönen Display hier. Gefällt mir sehr gut. Wir können natürlich auch die Abstände hier in 4 verschiedenen Stufen einstellen. Das kennt man aus vielen anderen Fahrzeugen. Das ist nichts Besonderes. Ist natürlich sehr angenehm. Hier gerade im Stadtverkehr braucht man sich keine Gedanken machen. Man gleitet einfach schön dahin. Ich habe hier unten so eine kleine Anzeige, die zeigt mir dann an, dass das auch alles funktioniert. Und hier im Tacho auch so einen grünen Bereich, der sagt mir jetzt bis 50, was ja hier auf der Augusta-Anlage erlaubt ist. Rangieren ist natürlich ultra leicht mit der Hinterachslenkung. Da hat man gar keine Probleme mit. So, ich bin jetzt schon mal ein bisschen mehr rumgefahren, mal ein bisschen mehr auf der Autobahn, ein bisschen mehr in der Stadt. Und ich bin doch sehr überrascht, wie effizient dieses Fahrzeug ist. Also wir sind bei 23,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist schon wirklich für ein Elektroauto sehr effizient. Er sagt, wir sind jetzt bei 73 Kilometer und wir haben noch 344 Kilometer Restreichweite. Also das ist schon... Ah, aus Ludwigshafen, die Leute sind auch wieder mit dabei. Das ist doch schön. Oh, ist das geil. Es bringt so viel Spaß. Auch in den geringen Geschwindigkeiten. Einfach dieses Geräusch, das macht so viel Emotion. Das ist... Freut mich wirklich, also dass sie das eingebaut haben. Wer auch immer diesen Soundgenerator entwickelt hat, das Team dahinter, wirklich Daumen hoch, mega geiler Job. Und was wirklich auch einwandfrei funktioniert, das hätte ich nicht gedacht, das Porsche InnoDrive in diesem Auto, man setzt es einfach, man schaltet es an und es funktioniert perfekt. Er bremst in den Kurven ab, dass es nicht unangenehm ist, er hält die Spur perfekt, er hält den Abstand perfekt. Direkt am Schild fährt er die Geschwindigkeit, die gefragt ist. Er erkennt die Schilder perfekt, wirklich nie Probleme. Das System hier, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ist. Im Panamera war es nicht perfekt, aber hier wirklich hätte ich nicht erwartet. Und auch hier, ich bin die ganze Zeit im InnoDrive. Er bremst für die Kurve ab, ich mache gar nichts. Andere Tempomaten würden hier jetzt mit 120 durchknallen. Der hier geht auf die 50, bremst ab, die Ampel ist rot. Wir kommen perfekt hinter dem BMW zum Stehen. Es ist super. Einfach toll. Ich bin mal gespannt. Ampel ist grün, er ist auf Hold. Das heißt, ich muss, glaube ich, Gas geben. Ich gebe mal mit Gas.
InnoDrive ist wieder aktiv. Und wir sind hinter einem schönen GT4. Tolles Auto. Schön an dem Elektroauto ist natürlich, wir hören den vor uns. Und der vor uns hat natürlich einen sehr schönen 3,8 Liter Boxer, der unglaublich gut klingt. Kein OPF. Oh, schön. Aber ich finde, wir klingen auch ganz gut, oder? Ist was anderes, einfach toll. Über Preise und so, das ist was ganz anderes. Wenn jetzt jemand denkt, ach, das ist auch ein super teures Fahrzeug. Ja, das stimmt. Der Preis ist astronomisch. Dieser kostet jetzt noch 160.000 Euro. Hat neu über 180.000 Euro gekostet. Das ist sehr, 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 sehr viel Geld. Aber dafür kriegt man auch wirklich ein Top-Fahrzeug. Vielleicht erkennt ja jemand aus Eding-Neckarhausen, wo ich hier eigentlich war. Wir haben jetzt insgesamt noch 300 Kilometer Restreichweite nach 114 Kilometern gefahren. Das heißt, wir sind immer noch insgesamt bei über 400 Kilometer Reichweite, trotz auch mal etwas zügigerer Fahrt auf der Autobahn. Jetzt gucken wir mal, wo wir den Guten überhaupt laden. Wollen wir losfahren? Im Lindenhof gibt es in der Zwischenzeit schon mehrere Ladestationen. Ich habe auch mir extra die E-Mobility App runtergeladen. Wir haben hier gerade kein Auto hinter uns und ich glaube, es ist mal wieder Zeit für eine gute, schöne Launch Control. Und Abfahrt! So, jetzt haben wir es schon gleich geschafft. Sind wir im Lindenhof. Mein Viertel, wo ich wohne, traumhaft. Jeder, der im Lindenhof wohnt, ihr habt eine gute Wahl getroffen. Ich bin super happy hier. Und es gibt sogar 2 Ladestationen, die sehr nah an meiner Wohnung sind. Das sind keine schnellen, das sind nur 22 kW Lader. Aber wir haben auch noch über die Hälfte der Reichweite. Wir haben noch 256 Kilometer Reichweite. Das heißt, wir brauchen gar nicht viel laden. Also wenn ich den da jetzt eine Stunde, anderthalb dranhänge, dann ist da schon wieder relativ viel drin. Hier im Lindenhof ist es auch so, es ist alles sehr eng und dieses Auto ist 2 Meter breit. Ich wüsste nicht, warum dieses Auto so breit sein muss. Jetzt hier zum Beispiel den Opel muss ich mal durchlassen, weil es einfach nicht anders geht. Und ja, wir haben einen, der falsch parkt, aber es ist auch noch Platz. Aber wie funktioniert der Bums? Das wollen wir jetzt mal gleich austesten. So, also diese Station hat keine Kabel an der Außenseite. Wollen wir mal gucken, ob ich da jetzt mein eigenes Kabel benutzen muss, denke ich mal. Und wie das überhaupt funktioniert. Ich habe nur die E-Mobility-App. Ja, also tatsächlich ist es jetzt so, dass ich wahrscheinlich zufällig nicht das richtige Kabel dabei habe. So, nächster Morgen, Tag 2 mit dem Taycan. Wir haben den Jan dabei. Der ist extra aus Stuttgart gekommen. Der fährt heute mal eine Runde mit. Jetzt haben wir hier gleich den Taycan um die Ecke. Ja, gestern das Video hat aufgehört. Da haben wir einen kleinen Cut gemacht beim Laden, wo das eigentlich nicht geklappt hatte. Ja, der Fehler lag ganz klar bei mir. Man muss halt auch einfach mal richtig im Kofferraum gucken und das richtige Kabel finden. Und gestern war ich dann nochmal laden an einem Supercharger mit 150 kW. Da haben wir in 22 Minuten 37 kW reingeballert. Das war schon echt krass. Also wir starten heute mit 90% Akkuleistung, kommen 375 Kilometer wieder weit. Das war schon echt stark. Ja, und hier steht der Gute. Bisschen nass. Das Wetter ist in der Zwischenzeit besser geworden. Ja, was wir heute vorhaben, wir machen auch ein paar Bilder. Ich habe nämlich auch die Modelle von dem Auto dabei. Wir haben hier ein 1.18er Taycan Turbo S und ein 1.42er Taycan Turbo S. Ist aber egal, die sehen gleich aus. Taycan Turbo S oder Turbo macht keinen Unterschied, sind auf alle Fälle beide in weiß, das ist wichtig. Wir müssen jetzt mal ein bisschen umladen, weil ich will nicht, dass die Sachen so rumfliegen und der Taycan hat ja zum Glück vorne auch noch Platz.
Das sieht doch perfekt für Modelle aus. Ja, der ist schon wesentlich kleiner als hinten. Aber das sieht ganz gut aus. Max ist einmal mit der da so ein bisschen, kannst du machen, einmal einrasten lassen und dann, das weiß anscheinend jeder, auch wenn man noch nicht Porsche gefahren ist. So. So, jetzt wollen wir das Auto mal wieder verkabeln und dann gucken wir mal, wie der Jan auf den Taycan so reagiert. Ganz witzig, zum Anmachen macht man hier nur noch ihn hier. Man benutzt gar keinen Startknopf mehr oder so. Und ich habe trotzdem immer noch das Gefühl, dass ich hier was schalten muss. Das geht wahrscheinlich so schnell nicht weg. Dann kommen schon die ersten Blicke von links. Ja, das Auto zieht sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. Ja, selbst die Sanitäter in der Notfallfahrt gucken auf den Taycan. Der Wählhebel für die Gänge, das hätten sie vielleicht ein bisschen schöner machen können. Weißt du, wo der herkommt? Aus dem 992. Nicht? Der ist da. Ja, logisch, aber ist ja gleiches Modell. Genau da sitzt auch derselbe Wahlhebel im 918er. Nein, wirklich. Da, ja. Das finde ich cool, dass sie das nur bei dem Taycan gemacht haben. Perfekt. Können wir mal die Ambiente-Beleuchtung anmachen? Ja, spiel rum, wie du witzig bist. Mal gucken. Sie ist dran. Ach, die ist... Ja. Ja, Vielleicht noch so eine Helligkeit ist auch. das ist ja einfach nur Spielerei, sogar die... Ja, also ich mache das immer auch weiß oder warm weiß. Ja, Das finde ich immer am besten. Braucht kein Mensch so viele Farben zur Auswahl eigentlich. Das ist ja noch wenig. Bei anderen Marken hast du ja so. Im Cayenne kannst du dir einstellen, wo, welche Farbe, wie viel. Geht hier bestimmt auch da mit den, wenn du drauf ja, tippst. hast recht, ja. Ja, Das ist ein bisschen schade, finde ich, der Sport-Sound, der ist jetzt, wenn man normal fährt, sehr leise. Also ja. da ist nichts. Also das merkt man erst, wenn man regeneriert, den dann ausmacht. Oh Gott. Wow. Wow. Da habe ich dich gekriegt, ne? Abgelenkt und dann. Unglaublich. Das nächste Mal musst du aber ankündigen, sonst mache ich mir in die Hose. Hier hätten sie es wie beim 911 eigentlich lassen können. So. Ey. Wow. Ja, so Ist schon bei. Boah. ist ja immer noch nicht Vollgas. Echt nicht. Ja, ich lehne mich jetzt schon zurück. Jetzt drückt man einfach nur aufs P, um es auszumachen. Jetzt ist das noch alles an, jetzt kannst du hier noch gedrückt halten. Dann macht er sich auch aus. Sagt er nochmal Taycan. Jetzt haben wir den nächsten Kollegen abgeholt, den Manuel. Du bist schon mal Porsche gefahren? Ja, tatsächlich. Mein Vater hat einen Porsche Cayman S und fährt damit auch Autorennen, die Zeitrennen. Krass. Der fährt jetzt nicht professionelle Rennen mit Käfig drin im Auto, sondern allgemein sind es so Zeitrennen für private Leute. Ja, wenn mein Vater, der ist momentan beruflich unterwegs. Wenn der jetzt da wäre, der will komplett ausrasten. Ich glaube, wenn ich dem das Bild jetzt schicke, ich habe ihn gerade geschickt, der wird jetzt erstmal... Ne, wir waren nämlich, ich glaube, das habe ich dir sogar erzählt, ne, wo wir bei der Vorstellung von dem Porsche Taycan waren hier in Mannheim. Ja, war extra bei der Veranstaltung. Ja, waren wir extra bei der Veranstaltung, weil wir den sehen wollten. Das ist das Auto, das da stand. Das ist das Auto, was da stand? Ja, das ist der Weiße, der da stand. Na gut, dann ist das zweite Mal, dass ich hier drin sitze. Ich muss sagen, das ist nochmal eine andere Stufe als Model S, wo ich gefahren bin mit 300 PS. Der hatte schon ordentlich Bums, aber das ist krass. Da fehlen mir die Worte. Eine rote Ampel. Nach der anderen. Das ist ein Seckenheim, das ist der Fluch. Ja, das ist ja auch mal ein bisschen schlimm. Ein Lieber. Oh nein! Jetzt links. Ach du Scheiße. Das ist nach Mannheim, das ist richtig. Genau, nach Mannheim, dann fahren wir gleich Richtung Frankfurt hoch. Die Launch Control ist auch das Schöne. Du kannst sie die ganze Zeit halten. Du kannst eine Minute lang an der Ampel stehen, die Launch Control halten. Boah, sorry. Ach du Scheiße, das war... Du musst sagen, das hat sich ein bisschen angefühlt wie in der Achterbahn. Soll jetzt runtergehen.
tatsächlich so in der Kurve bleiben. Das ist so phänomenal. Den Jan nochmal das Porsche-Zentrum an. Ja, das ist cool. Das haben sie richtig schön gemacht. Also jeder, der fährt, der schaut aufs Auto wirklich, egal wie alt. Das ist wirklich ein Eyecatcher. 2. Meinst du vielleicht das Auto? Man wird so richtig in den Sitz reingedrückt, ne? So wie wenn du die Achterbahn runterfährst und den so Scheiße. Schauen, ob wir Glück haben, ob die an sind oder ob man die anmachen muss. Bisschen Strom sparen. Sind die kostenlos eigentlich oder wie läuft denn das ab? Alles sind nur normale Lader, die sind nicht besonders schnell. So, ja, was sagt ihr zum Taycan? Das ist der Wahnsinn. Das Auto ist der Wahnsinn. Das ist wirklich nochmal eine ganz andere Klasse, als wenn du jetzt einen Lamborghini Gallardo fährst oder sowas. Der drückt dich rein. Klar, der hat den Sound, den hat der Taycan nicht, aber das macht er mit dem Speed absolut weg. Also wenn du da zurückgedrückt wirst, ne? Ja, aber der Klang, der hier drin ist, ist auch cool. Der ist auch cool. Ihr könnt ein bisschen lauter sein. Definitiv. Aber Verbrenner vermisst ihr auch nicht, ne? Ach, Verbrenner, keine Sekunde. Also es ist wirklich krass. Ja. Gut, der Sound ist was Schönes, aber darauf kann ich verzichten. So Leute, jetzt sind wir mit dem Björn unterwegs. Der fährt hier gerade vor uns in seinem schönen 944er. Den parken wir jetzt einmal kurz und danach fahren wir alle zusammen in den Odenwald. Da kommt dann noch ein Kumpel mit dem GT4, der Tobi von Exclusive Porsche Models dazu. So. Genauer Gegensatz zum alten Auto. Ja, der 944 ist schon was Cooles, oder? Sieht richtig schniek aus. Viel breiter, als man so denkt vom Bild her. Ja, das ist halt die breite Version vom 924. Ne? Hinten mit den Kotflügeln und vorne. Ja. Bist du schon mal elektrisch irgendwas gefahren? Hybridisch? Nee, erste Elektroauto jetzt. Echt jetzt? Erste Elektroauto ist der Taycan, wie geil. Ja. Deshalb, ich bin echt gespannt, was jetzt so kommt. Aber ihr seid ja hinterher gefahren, das sieht im Rückspiegel so Hammer aus. Dieses Auto, das ist so krass. Wenn hier so ein Weißer hinterher fährt, das ist krass. Wie von einem anderen Planeten. Alter. Ich habe gesehen, dass du Sport Plus hast. Okay, ja, den habe ich nicht bekommen. Deshalb, ich war ein bisschen gefasst, aber alter Falter, das ist ja krass wie eine Achterbahn. Alter Schwede. Das ist ja jenseits von Gut und Böse, Alter. Ja, und der andere ist halt noch krasser dann. Ja, das ist. Im Sport ist diese Gasannahme auch nicht mehr angenehm. Weil es einfach so direkt. So krass, ne? Ja, ist auch begrenzt. Krass, vor allem keine Schaltvorgänge, ne? Der geht so in einem durch. 170. Krass, ey, du kommst hier vor wie in so einem Raumgleiter, wie in einem Raumschiff. Auf das Fahren. Wie oft wart ihr jetzt schon laden? Ich war bis jetzt nur einmal laden, gestern Abend. Wir haben ein bisschen beim Porsche-Zentrum geladen und jetzt hier. Heute haben wir vielleicht 40 Kilometer geladen, wenn überhaupt. Okay. Und wie ist die Meinung? Elektro? Ist ja ganz geil, ne? Vor allem super angenehm jetzt zu fahren, ne? Der ist ja komfortabel, absolut genug für die Autobahn. Kannst schnell fahren. Und hinten hast du auch echt viel Platz. Ich bin Kannst du echt bequem sitzen, ne? Kopf, Beine, alles perfekt. Wahnsinn. Das ist wie eine A6 eigentlich. Ja. Quasi ein perfekter Allrounder eigentlich. Ja. Ja, wenn sie was machen, dann machen sie es richtig, ne? Ist halt schon ein Porsche. Es funktioniert halt einfach. Ne? Ja, das ist halt echt dieses, es funktioniert. Und das auf einem guten Niveau. Ist ja nicht so, dass es irgendwie funktioniert, Der sondern Preis es ist funktioniert. halt natürlich auch astronomisch. Ja. Kann man auch nicht unterschätzen.
Aber andere Elektroautos sind im Verhältnis auch teuer. Im Verhältnis zu dem gleichen Benziner. Ja, das stimmt, ja. Von daher. Weil man muss natürlich sagen, der hier ist nicht teurer als jetzt 911 Turbo. Ja. Da ist der Preis tatsächlich gleich. Dann die Leistung, klar, es ist halt ein reiner Sportwagen dann, aber wenn du die Leistung in Relation setzt, dann. Na, das ist. Was ein langer. Das ist nicht so geil. So, was eine Fahrt mit dem Taycan, einen gelben GT4 jagen. Hier vom Tobias Mr. Exclusive Porsche Models sich sein GT4 mit Modellautos finanziert, könnte man meinen. Auf alle Fälle ein absolut geiles Teil und es hört sich ja irre an, also genial. Ist eigentlich schon fast geiler, wenn man mit einem Elektroauto dem hinterherjagt, ne? Alles schon Hammer. Kombination aus beiden ist eigentlich perfekt, ne? Das ist echt geil, ja. Alter, zeig mal ein bisschen dein GT4. Genau. Also Racing Gap, Präsentationsfarbe. Drin. Die 918er Schalensitze, Lederpaket mit den gelben Ziernähten. Boah. Gelbe Schriftzüge eingestickt auf den Kopfstützen, Mittelkonsole mit dem geprägten Porsche-Schriftzug. Im Prinzip einmal alles drin, was man braucht, ohne zu viel Schnickschnack. Du hast das Auto ja auch extra so gekauft, dass du dir das Modell ganz einfach dazu bauen kannst, ne? Genau. Du musst hier beim Modell in 143 nur die Räder lackieren, die 4 Logos wieder drauf machen, Kennzeichen drauf machen und schon war es fertig, ja. Absolut geil, absolut geil. Ja, und Taycan ist natürlich mega, also gibt echt wenig Nachteile, die man aufzeigen könnte. 2 Sachen, die mir absolut nicht gefallen beim Taycan. Das ist hier einmal die B-Säule, die ist doch sehr unpraktisch. Also man sieht das hier schon. Hier ist alles aus Plastik, ist extrem schwer einzusteigen. Und was mir auch nicht allzu sehr gefällt, ist einfach hier das Display für die Klimaanlage. Das ist ja nicht sehr praktisch zu benutzen. Schöne, hochwertige Knöpfe wären da besser gewesen. Aber sonst einfach brachial. Also auf der Autobahn immer Power. Selbst bei 220 puncht er da nochmal rein und lässt einen nochmal fliegen. Hier auf der Landstraße kann eigentlich, also da gibt es Überholmöglichkeiten, die man noch gar nicht kannte. Man fährt einfach an allem vorbei. Problemlos. Ein krasses Auto. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir noch ein bisschen weiterfahren. So, nächster Stopp. Fotosession. Klingt schon ganz fein, ne? Ja. Muss ich wirklich sagen. Also klingt schon wirklich
schon ein geiles Teil. Und welcher von den beiden sieht besser aus? Optisch. Beide. Optisch beide. Ja, man braucht noch eine ruhige Straße und einen kleinen Weg für die Fotografie und man kriegt schon gleich ganz feine Ergebnisse. Ist schon cool, was da Björn hier uns herzaubert. Den Björn könnt ihr müsst ihr unbedingt mal auf Instagram euch anschauen. Hat ein irres Profil, irre geile Bilder. So, der letzte Abend mit dem Taycan geht soweit zu Ende, während wir hier noch ein paar Bilder machen, der Björn und ich. Es ist auch einfach so, es macht so süchtig, dieses Fahrzeug. Es ist auch so schlau, man hinterfragt keinen Antriebsstrang. Es macht alles Sinn. Und wenn man sich das mal vorstellt, man lädt den Taycan mit erneuerbaren Energien oder CO2-neutralen Energieträgern, gibt es ja auch. Erneuerbare Energien haben ja auch ihre Schwächen, muss man auch ehrlich sein. Wenn jetzt noch das Auto woanders laden würde, im Unternehmen, wenn man vielleicht der Arbeitgeber das bezahlt oder sonst andere Energieträger hat, die im Prinzip wesentlich weniger kosten, wenn jemand jetzt eine eigene Solaranlage auf dem Dach hat und im Prinzip daraus immer den Taycan speist, der fährt für Umme. Nenn mir mal einen Verbrenner, der für Umme fährt. Gibt's nicht. Wer jetzt kommt, ja, die ganzen seltenen Erden und so weiter für die Batterien, das ist ja auch schlimm und sowas passiert, ja. Gucken wir mal in die Vergangenheit von Erdölförderung, wie gut das so lief und wie viele politische Konflikte deswegen ausgebrochen sind. Das hier ist da schon wirklich wesentlich besser und wird auch der Weg in der Zukunft sein und ja, die Zukunft mit dem Taycan wird einfach brutal. Und also was soll danach noch kommen? Das ist doch krank. Es wird noch viel lustiger, denke ich mal. Und es ist noch viel geiler und das Auto wird so viel leichter und es wird trotzdem dieselbe Power haben und es wird einfach nur... Ja, wir genießen jetzt mal noch den Abend und morgen müssen wir ihn dann wieder abgeben. Wir sind jetzt doch noch mal Laden gefahren und in Schwetzingen gibt es tatsächlich einen 300 kW Lader. Also das sollte jetzt richtig schnell gehen. Wir haben nur noch 20%, 75 Kilometer Restreichweite. Jetzt sollen wir doch mal gucken, ob das hier alles so einwandfrei funktioniert wie an den anderen Ladestationen bisher auch. So, Luke auf. Diese Kappe muss immer runter, das ist natürlich... Auto verriegelt. So, dann machen wir hier 300 kW und starten. Musste noch mal ein paar Mal neu verbinden, aber jetzt, der Gerät funktioniert, es ist ultra laut und jetzt wollen wir mal gucken, wie schnell der tatsächlich lädt. Steigen wir mal wieder ein, gehen auf Batterie. Es fährt noch hoch. Jetzt kommen 16 Kilometer pro Minute. Absolut brutal. Die 17 Kilometer pro Minute. Das mal so ein bisschen in Relation zu setzen. Vorhin haben wir beim Porsche-Zentrum geladen und auch nochmal zwischendrin in Lorsch geladen mit 22 kW. Da haben wir 0,7 Kilometer pro Minute bekommen. Und hier mit einem 300 kW Lader, ja, da braucht man nicht mehr großartig viel zu sagen. Das geht natürlich jetzt ultra schnell. Wir sind jetzt schon bei 26%, 100 Kilometer, einfach genial. Also mit solchen Ladegeschwindigkeiten ist das alles problemlos. Guten Morgen bei einem traumhaften Wetter. Heute am letzten Tag ist natürlich die Sonne komplett draußen. Heute haben wir nicht mehr viel Zeit mit dem Auto. Wir haben es jetzt schon gleich 9 Uhr und ich muss ihn um 12 Uhr abgeben. Und dann ist die Zeit mit dem Taycan auch schon gleich wieder vorbei. Fahren ihn jetzt zum Porsche-Zentrum zurück und auf den Weg ziehen wir mal unser Fazit. Die ersten 2 Tage ist man dann noch wesentlich geflasht, da sieht alles ein bisschen positiver. Aber auch immer noch, es ist ein geiles Auto. Es gibt natürlich auch Nachteile, wie man es gewohnt ist. Größter Nachteil, Porsche-typisch, für normale Menschen ist es der Preis. Der Porsche-Preis an sich, den finde ich gar nicht schlecht. Taycan Turbo 180.000 mit der Ausstattung. 4S sind dann 150.000 mit der Ausstattung. Das ist ziemlich gleich mit dem Panamera. Und da würde ich dann auch, ja, wenn ich jetzt die Wahl hätte,
ich entscheiden würde, müssen Panamera, Taycan. Gibt eigentlich nicht viele Sachen, wovon man das abhängig machen sollte. Generell einfach Taycan. Weil man jetzt tatsächlich der Chef vom mittelständischen Unternehmen ist, der auch mal häufiger größere Distanzen, termingerecht zurücklegen möchte, da ist der Taycan dann schwieriger. Ich sag mal so, in einem Dunstkreis von 300 Kilometern ist das alles gar kein Problem. Aber wenn es dann drüber hinausgeht, dann da ist der Verbrenner dann schon noch notwendig. Wobei man muss natürlich auch sagen, ich meine jetzt mit termingerecht, meine ich nicht die Ladezeit, sondern ich meine einfach beim Panamera weiß man exakt, ich brauche jetzt nur 5 Minuten voll tanken. Beim Taycan dreht sich auch einfach mal darum, wir hatten es schon, die Probleme, die manchmal auftreten können, wenn die Ladesäule nicht richtig mit der Telefon-App verbindet oder so, dann braucht das mal 1 Minute, 2 und dann lädt diese Ladesäule vielleicht nicht genau in der Geschwindigkeit, wie es angegeben ist. Und das meine ich mit termingerecht. Also wenn ich jetzt einen Termin habe, will ich natürlich auch perfekt dann ankommen, auf die Minute. Man will nicht zu früh sein, nicht zu spät. Das hat der Taycan leider noch nicht so drauf. Außer man bewegt sich so unter der Distanz von 300 Kilometern, dann ist es gar kein Problem. Sonst das Fahrzeug dynamisch ist das 1A. Also wie gesagt, wenn ich mich zwischen 11 entscheiden müsste und einem Taycan 4S für 150.000, der Taycan fährt ihm einfach davon. Das ist, ich wüsste nicht, wie der 11er damit halten sollte. Ich wüsste nicht, wie das gehen sollte. Also wenn ich jetzt einen 992 sehe, der ist jetzt auch kein Schreiner, der hat keinen normalen Motor mehr, ist auch turbo aufgeladen. Ich kann hier wunderbar 2 Personen hinten reinmachen, habe wunderbar Stauraum, ich verbrauche im Prinzip nichts. Ja. Der Unterhalt ist wesentlich günstiger, ich schone auch noch die Umwelt dabei. Und das ist ja nicht nur ein Gimmick, ja, das ist beim Taycan ja auch wichtig, das vergessen viele immer in der Diskussion. Wir fahren hier CO2-neutral. Man kann das wirklich nicht genug eigentlich sagen, wie wichtig das ist, dass die Mobilität CO2-neutral ist. Lifestyle-Faktor ist auch nicht zu vernachlässigen, würde ich sagen, wenn man sich einen Porsche kauft. 11er ist sehr gefestigt. Da weiß man, was man kriegt. Man weiß, wie man gesehen wird von den Leuten, positiv und negativ. Weiß, wie man wahrgenommen wird. Beim Taycan ist das noch nicht der Fall. Gerade ist alles super positiv. Die Leute mögen dieses Auto. Es hört sich wie ein Raumschiff an. Es sieht mega krass aus. Es ist halt auch es ist halt noch neu und es ist auch revolutionär. Und ich bin mir sicher, dass das nach ein paar Jahren dann noch abflachen wird. Wie dann der Taycan-Fahrer wahrgenommen wird, weiß ich nicht. Ist es schon. Also es ist ein unglaublich gutes Auto. Und man hat wirklich das Gefühl, alles andere, was um einen rumfährt, ist veraltet. Jetzt haben wir eine rote Ampel, dann machen wir nochmal eine letzte Launch Control, würde ich sagen. Also. So, da sind wir wieder beim Porsche Zentrum Mannheim. Wir stellen uns hier mal neben den 4RS. Das wäre auch meine Variante, die ich wählen würde. Ich glaube, der Turbo, so krass er auch ist, oder der Turbo S, das ist wirklich nur für die Leute, die unbedingt das Geld ausgeben wollen. Ein 4S reicht völlig aus mit der Leistung. Er kommt dann sogar noch ein bisschen weiter, auch wenn die Batterie dann extra kostet. Ich muss wirklich sagen, ich werde mal ein 4S konfigurieren, wie ich das finde, was man da so bräuchte. Ich stelle mal den Link unten rein und dann könnt ihr euren Senf dazugeben, was ihr meint von meiner Konfiguration. Also der Taycan, irre. Was für ein Fahrzeug, kann man sich gar nicht so vorstellen, wie genial das ist. So, hallihallo. Hallo zusammen. Boah, was und, eine Fahrt, wie war's? irre. Was eine Fahrt, wirklich Hat Spaß genial. gemacht. Das ist wie ein 11er, das ist der neue Porsche. Also, ich weiß gar nicht, was... Dann lass uns noch kurz zum Fahrzeug gehen. Ich bin so ein bisschen sprachlos davon. Es ist schwer, das so in Worte zu fassen, wie krass dieses Auto ist. Das ist natürlich nicht perfekt. Also das Ein- und Aussteigen, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber das geht nicht. Man hätte es einfach ein bisschen länger machen können, dann wäre das wahrscheinlich auch besser gegangen. Aber sonst, also irre. Wirklich krass. Weil es ist halt ein echt cooles Fahrzeug. Ne? Es ist nicht so, dass man jetzt so prollermäßig denkt, man ist cool, wie man das jetzt mit so einem Cayenne vielleicht machen möchte, sondern es ist halt einfach so cool. Also die Leute gucken ja auch auf das Auto, es ist ja verrückt. Fällt definitiv auf, ja. Aber positiv. Ja, positiv. Freut mich, dass es Spaß gemacht hat. Ich denke auch, ein richtiger Porsche, ein echter Sportwagen. Definitiv. Und ja,
wer den noch nicht gefahren ist, hat auf jeden Fall was verpasst. Ja, also das muss man unbedingt vorbeikommen. Ich blende die Kontaktdaten von der Laura Siebert ein und die sind auch in der Videobeschreibung. Gerne melden. Also da kann man wirklich Kontakt aufnehmen. Das bringt eine Menge Spaß. Ich hoffe, das ist rübergekommen in diesem Video. Da bleibt nur noch eine Sache. Schmerzhafterweise muss ich den Schlüssel wieder entgegen. Vielen Dank dafür. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bin gespannt, was wir uns einfallen lassen. Genau. Was du für uns parat hast. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, lasst ein Abo da. Und bis nächstes Mal, wenn wir wieder mit einem Porsche unterwegs sind. Ich bin immer noch total geflasht. Allah, ciao.